Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich um Labwaffenbau, eher Lab- und Bastelhütchen oder welche, die vielleicht noch irgendwann demnächst werden wollen. Dann geht es heute mal los, und zwar hatte ich vor einer Zeit oder letztes Jahr schon versprochen, dass wir noch so Steckverbindungen mal machen wollen, beziehungsweise zum Schrauben, damit man die Teile vielleicht auch ein bisschen zerlegen kann. Das wollten wir ja mal ausprobieren. Ja, dann würde ich sagen, dann geht es jetzt mal los. Wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Ich habe jetzt hier einen Kernstab genommen. Das ist mal wieder einer vom Market Tender. Der ist in keine 2 Meter, der ist 1,75 Meter oder 1,80 Meter gewesen. Den habe ich jetzt, ich glaube 1,80 Meter. Den habe ich in Meter und mal 80 Zentimeter Stücke gesägt. Dann habe ich so 2 Komponenten hier, so Epoxidharz. Den benutze ich auch, wenn ich schon mal so einen gebogenen Kernstab mache. Das denke ich mal, der klebt auch Metall, so wie das hier steht. Den werde ich einfach mal benutzen. Ich hatte ja noch so 2 von denen rumliegen. Ja, das werden wir dann mal benutzen. So, und jetzt haben wir natürlich, ich habe 2 Teile. Das sind ja hier, ich habe jetzt so vorgefertigte genommen, die ich einfach so aus dem Bauhaus habe. Mit so Gaswasser-Scheißabteilung. Ne? Das sind dann halt immer so 3 Teile. Jetzt ist aber bei dem Teil, habe ich gesehen, die Kernstäbe, die sind da zu dünn für. Das sind 16 mm. Da wird so viel Spielraum sein. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal hier den dünneren nehmen, weil ich habe hier auch noch ein Stück liegen. Das wäre dann, weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, das wäre dann ein bisschen, ne, also das große fällt jetzt erstmal raus. Wäre schön gewesen, wenn es gepasst hätte, aber es sieht jetzt nicht so aus. Was mir halt bei dem langen hier gut gefällt, dass das, ich sag jetzt mal, relativ weit drauf geht. Mal gucken. Wir machen jetzt einfach mal hier eine Linie. So, das wäre natürlich hier der schwarze, das wäre soweit, also das wäre ja natürlich schon toll von der Länge her. Das Gewinde macht auch einen sehr robusten Eindruck. Jetzt gucken wir mal bei dem kleinen, das wird wahrscheinlich, ja, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen schleifen. Das ist dann ein bisschen kleiner. Der große, wie gesagt, das wäre schön gewesen. Natürlich müssen wir dann gucken, vielleicht kann man da auch irgendwie, vielleicht gibt es von den dünnen hier noch ein bisschen was längeres. Der hier, der wäre natürlich schön in der Länge. Ne? Das wäre natürlich super, dass der lange noch drauf ist. Aber bei der kurzen könnte das auch gehen. Deshalb habe ich das obere Stück was kürzer gemacht. Dass das halt nicht so viel abknickt, also so weit, also durch die Länge nicht so schnell abknicken kann. Und ich werde jetzt auch aus dem Teil hier, das wird wahrscheinlich dann ein Magierstab, der jetzt nicht unbedingt zum Kämpfen verwendet wird, also nicht übermäßig. Da müsste das eigentlich auch mit dem kurzen hier funktionieren. Also robusten Eindruck macht das ja schon, wenn man das so zusammenschraubt. Ne? Das ist natürlich ein ganz anderer Klotz wie das Teil hier. Ne? Das ist natürlich auch vom Gewicht her um einiges schwerer wie das Teil. Das hier kann man dann noch besser wahrscheinlich mit Matte was kaschieren. Da muss ich halt mal gucken, wie wir das am besten machen. Da bin ich echt noch am Überlegen. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal den Kernstab. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie tief das da reingeht. Wisst ihr was? Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ach, wir haben auch noch ein Stück runden Kernstab liegen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man den dafür noch braucht. Was ich noch vorhabe, weil das wird noch ein bisschen mehr wie nur aufkleben. Wir gucken jetzt einfach mal. So, so tief wäre das ungefähr. Wir legen den jetzt einfach mal hier drauf. Dann weiß ich nämlich ungefähr, wie weit ich schleifen muss. Beziehungsweise das machen wir jetzt noch ganz anders. Wir gehen jetzt hier so richtig versuchen, mal so professionell daran zu gehen. Ich klebe ein bisschen unter der Linie. Kleben wir jetzt einfach mal ab. Nehmen wir einfach Malerkrepp für, das reicht. So ein bisschen, so 1-2 mm unter der Linie machen. Damit alles gut klappt.
Und dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen schleifen. Jetzt muss ich jetzt gucken, ob ich hier auch Schleifpapier habe. Ich weiß auch nicht, wie viel das ungefähr ist. So ein bisschen was wird das sein. Aber nicht allzu viel. Ich schleife jetzt einfach mal ein bisschen. So, ich würde aber sagen, ich werde das jetzt erstmal alles beide schleifen und dann gucken wir mal, sehen wir uns wieder, wenn ich das soweit fertig habe. So Leute, sehr viel Schleiferei später, passen die Teile rein. Ich habe die jetzt soweit, dass die hier so bis zum Anschlag drin sein müssten. Mal gucken jetzt. Ich habe mal hier so ein kleines Stück Pappe hingelegt. Ich nehme mal Handschuhe zur Sicherheit, weil es jetzt an der Kleben geht. Ob das alles gut funktioniert, weiß ich noch nicht, aber wir probieren das jetzt einfach mal. Mal gucken, was da die Verpackung hat. Also kleine Rührstäbchen. Ach ja, hier seht ihr Leute. Kann ich die Dinger hier, die Eisstäbchen, endlich mal benutzen. Die hatte ich bei, ich weiß ja nicht, wo die bei waren. Keine Ahnung. Aber dafür können wir die jetzt endlich mal benutzen. So. Jetzt hoffe ich nur, dass der Kleber noch okay ist. Ach, hier haben wir sie ja noch ein bisschen mit anmischen. Ein bisschen Schmirgelpapier. Aber den Streifen kann man mal benutzen irgendwann. Das hier ist wahrscheinlich dann zum Anmischen. Meine ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier das zum Einschmieren. Dann machen wir hier erstmal die Teile runter. Dann hoffe ich mal, dass das alles irgendwie funktioniert. Der Kleber hoffentlich, der taucht noch hat. Probieren wir einfach mal aus. Ja, kommt was raus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel wir dafür brauchen. Ich mische jetzt einfach mal. Ganz gut verrühren. So, mit dem Paddel hier, das geht schon mal ganz gut. Ich glaube, bei dem, das wird wahrscheinlich jetzt höchstens für ein so ein Stück einzukleben reichen. Also jetzt die erste Ladung, aber ist nicht schlimm. Wir haben hier noch. Ich mache lieber ein bisschen mehr drauf. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So. Ordentliche Ladung drauf. Und wenn nicht so viel ist, dann kann es ja rausquillen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, ist definitiv zu viel. Aber sehr. So, überflüssig tun wir mal hier so ein bisschen beimachen. Also laut Dings klebt es auf jeden Fall Metall und Kunststoff und so. Also ich hoffe jetzt mal, dadurch, dass das hier auch die gebogenen Kernstäbe klebt, dass das hier alles irgendwie funktioniert. Also ein bisschen beide, nicht zu viel Zeug dann da rausquillt. Aber so bisher. Auf jeden Fall ist schon mal gut, dass ich da Handschuhe anhabe. So, das haben wir jetzt hier schon mal eingeschmiert. Ein bisschen überlegen. Dann machen wir das andere auch. Ja. Und hier guckt der nicht so richtig gut raus. Ja, doch jetzt. Ja, ich glaube schon ein bisschen sehr viel, aber sehr. So. Das kleine Ding hier, das ist richtig knuffig. Ja. So. Diesmal ein bisschen mehr gemacht. Dann kann man das nicht direkt besser drauf. Dadurch, dass ich das Ding sowieso danach nicht mehr den Rest brauchen kann. Es war eigentlich ein bisschen Verschwendung dann von dem Ding, aber naja, was will man machen? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das auch noch Sinn machen wird, hier oben drauf zu schmieren, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass nachher die Winde
irgendwie verschmiert habe. Naja, gut, machen wir jetzt erstmal drauf. So, natürlich wieder eines, was über ist. Da ich noch ein paar Dinger von einkleben können. Also ja, wir machen das jetzt einfach mal und dann hoffen wir das Beste. Einen alten Schwamm. Können wir hier das Überflüssige irgendwie gleichmäßig verteilen. Das war jetzt keine gute Idee. Aber ja, so. Jetzt lasse ich nämlich das Zeug hier so drauf. Ja, die Hand schon ein bisschen weg. So. Dann müssen wir auseinander schrauben. Ja, das ist ja nur so das Zwischenteil. Ja, das sieht gut aus. Dann tun wir das jetzt. Ja, dann tun wir mal alles hier rüber. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen. Ich würde mal sagen, erstmal so einen Tag. Dann werden wir dann ein Loch bohren und dann kommt noch der Stift rein. So Leute, ich habe das Ganze jetzt mal einen Tag erstmal antrocknen lassen, bevor ich dann weitermache. Jetzt muss ich allerdings gucken. Ich bin mir nicht sicher. Hier klebt es noch. Jetzt bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt machen soll. Weil ich habe mir hier so einen Ständer geholt für einen Dremel. Aber das Teil passt hier nicht rein. Das kann sein, dass das für die neueren ist. Ich habe hier noch so einen alten. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir je nachdem noch einen neueren besorge, dass der hier reinpasst. Weil das passt hier überhaupt gar nicht. Keine Ahnung. Naja, jetzt müssen wir halt mal wieder ein bisschen improvisieren. Kennen wir ja schon. Vielleicht kriegen wir da doch irgendwie noch anders hin. Ich hätte auch gerne hier unten noch was zum Einspannen, aber wir versuchen jetzt erstmal. Vielleicht kriegen wir es ja auch ohne erstmal hin. Ich habe jetzt mir hier einen Körner geholt. Ups. Den dreht sich natürlich hier erstmal mit. Schöner wird natürlich, wenn ich noch so eine richtige Werkbank hätte mit einem Schraubstock. Aber in der Regel braucht man sowas normalerweise sowas für sowas nicht. Wenn das Bohren genauso gut klappt wie jetzt das Hämmern, könnte das echt spannend werden, Leute. Normalerweise müsste ich noch einmal einen vernünftigen geben. Aber das Scheißding, das dreht sich hier dauernd mit. Wie gesagt, wenn ich einen Schraubstock oder sowas habe. Ja, geht. So. Machen wir bei dem anderen direkt auch mal. Dann haben wir sie nämlich beide. So. Ja, da müssen wir mal gucken. Hoffentlich kriegen wir das mit dem Bohrer hin. Ich habe nämlich auch schon liegt das Mikro unten. Ich sage ja, das ist ein bisschen alles eng hier in der Ecke. Vielleicht müsste ich wirklich mal ein bisschen umbauen, dass ich wieder ein bisschen mehr Platz in alle Richtungen habe. Jetzt gucken. So. Jetzt kann es doch sein, ich habe mir noch einen Bohrer gekauft. Eigentlich genau für die Teile, was ich da reinmachen wollte. Und zwar hatte ich mir hier, ich glaube, das sind noch 5 mm. Bin mir jetzt ja nicht sicher, kann auch ein bisschen weniger sein. Aber ich glaube, so 5 mm werden das sein. Mal schauen. So, sieht noch 5 mm aus. Wie gesagt, ich hatte mir jetzt überlegt, da ich jetzt nichts Dünneres habe. Ich hatte gedacht, ich hätte noch was. Hier zwar die dicke, aber das sind jetzt hier die dünneren. Jetzt habe ich mir halt überlegt, ich bohre jetzt hier quasi einmal komplett ein Loch durch. Und mache dann das hier quasi so wie so ein Stift rein, damit das Ding sich nachher nicht losdreht. Natürlich dann abschleifen, säen oder wie auch immer. Also jeder Kleber ist trocken. Ich weiß nicht, warum hier noch das Zeug noch so am Kleben ist. Naja gut, keine Ahnung.
Aber das fühlt sich eigentlich schon trocken an. Ja, mal gucken, ob wir das mit dem Dremel jetzt hinkriegen. Ich weiß es noch nicht. Das Teil hier, das kann man jetzt ja auch nicht so richtig gut benutzen. Eigentlich, also nicht so, wie ich eigentlich vorhatte. Das wird wahrscheinlich, normalerweise muss man das dann hier so rein und dann kann man das festschrauben, irgendwie hier unten. Und dann kann man das eigentlich bohren. Aber wie gesagt, das ist halt nicht so, wie ich es eigentlich gern gehabt hätte. Jetzt muss man mal schauen, ob wir das so ein bisschen höher machen. Ansonsten muss ich mir wirklich noch einen anderen Dremel kaufen. Aber kann sein, dass ich auch noch so einen irgendwo rumliegen hatte. Ich meine, ich hätte mir mal so ein Ding gekauft. Ja. Jetzt müssen wir jetzt erstmal höher. Ich versuche das jetzt und benutze das einfach mal so, ich sage jetzt mal so grob als Führung, hier mit der Stange hinten. Das ist irgendwie auch kacke. Die muss man wahrscheinlich noch ein bisschen hier an der Mutter was festmachen. Jetzt ist das natürlich ein bisschen schief. Da legen wir mal hier was drunter. Bringt mir aber auch alles nichts, wenn ich das Ding jetzt nämlich da rein mache. Wird das nämlich wahrscheinlich wegrutschen. Von daher ist das wahrscheinlich auch nicht so. Oder ich mache hier die Winde drin kaputt. Das kann natürlich auch passieren. Ist alles nicht so das Optimale, würde ich mal sagen. Den tun wir erstmal auf Seite. Ich glaube, wir nehmen zum Vorbohren nehmen wir erstmal noch ein bisschen was Dünneres. Hoffentlich bricht das nicht ab. Aber ich glaube dann für die Größe. Ich glaube, den einen, den ich da habe, das war aber nicht der. Ich hatte mir extra noch einen Bohrer dafür gekauft, Leute. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich den hin. Ich habe das jetzt bei meiner Mutter was gebohrt. Ich finde das Scheißding einfach nicht mehr. Oder ich habe den falschen mir gekauft. So. Probieren wir das erstmal so. I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Vielleicht brauche ich da gerne doch so was Dickes rein. Vielleicht reicht das schon, wenn man da so einen kleinen irgendwie Draht oder eine ganz dünne Schraube reinmacht. Das wäre vielleicht auch noch zu überlegen. Jetzt müsste ich noch mal gucken, ob ich da was habe in der Größe. Vielleicht reicht das ja schon. Oder so ein kleines Schräubchen reinmacht. Na ja, gut, auf jeden Fall mit dem Vorbohren, das klappt schon mal, Leute. Also ich komme zwar nicht von der Länge ganz durch, aber wenigstens habe ich schon mal angebohrt. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 ja. Das ist bis jetzt, muss ich sagen, nicht schlecht. Klappt ganz gut. Vielleicht reicht das auch schon, wenn man da so ein Ding reinmacht. Vielleicht ein bisschen dickeres Teil. Ich weiß es nicht, Leute. Wenn man da so etwas. Wir bohren jetzt einfach nochmal mit der etwas dickeren Bohrer und dann gucke ich mal, ob ich da nicht irgendwas finde, was da reinpasst. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Aber so wie das aussieht, Leute, würde ich mal sagen, muss ich mir dann noch was besorgen. So hier wie sowas hier. Also, ne? Da ich das dann quasi hier so, ach, das wird ja passen, guckt mal. Dann hier so rein und dann hier so bündig wegmache. Da muss ich doch tatsächlich mal 3,2 mm ist der Bohrer. Ja, dann muss ich gucken, dann brauche ich irgendwas, was ich hier rein tue.
Ja, das wäre doch natürlich super, ne? Das dann bündig machen. Und dann kann sich das nämlich auch nicht mehr rund drehen. Ja, Leute, dann muss ich mit dem Video jetzt erstmal aufhören. Ich hätte das gerne jetzt schon weiter gemacht. Also auf jeden Fall mit der Kleberei. Ja, da werden das wahrscheinlich wieder mehrere Teile werden. Könnt ihr mal drunter schreiben, so bisher, was ihr da denkt, ob das funktioniert. Also der Kleber ist schon mal trocken. Durchbohren musstet jetzt auch Gott sei Dank nicht komplett. Ich werde mir jetzt so einen Metallstift dann besorgen. Oder irgendwas anderes, was halbwegs stabil ist. Wird das dann quasi so hier in das Loch, was ich jetzt gebohrt habe, rein. Ich wollte das eigentlich erst komplett ja durch und mit den Stiften. Aber ich würde sagen, das müsste eigentlich auch so gehen. Weil die Wand ist ja dick genug. Es geht ja nur darum, dass das Teil nachher nicht durch das auch zusammen und auseinanderschrauben, dass das sich dann auf dem... Oh, ich bin am Bluten. Dass sich das dann da mitdreht. Mhm. Da muss ich doch mal gucken. Oh. Was ist das denn hingekriegt? Naja, gut. Jetzt gucken. Am Finger. Ja, okay. Ich habe mich irgendwo geschnitten heute. Hier am Finger. Na, egal. Ja, seht ihr mal, was ich alles mache. Ich verblute hier noch bei euch im Video. Ach, ne. Jetzt weiß ich ja nicht, ist das hier oder da? Hier. Hier an dem. Ach, noch ein bisschen Taschentuch drum, ist das gut. Erstmal. Muss ich gleich erstmal auswaschen. Ja, wie gesagt, Leute, ja, müssen wir mal gucken. Ich besorge jetzt erstmal so einen Stift oder irgendwas, den man dann da einkleben kann. Ich denke mal, dann nehmen wir dann besser auch Metall. Das ist vielleicht ein bisschen besser wie das GFK. Wird dann halt so ein Nüppelchen da rein und das dann bündig machen, dass da nichts passieren kann. Und dann kann sich das auch nicht mehr beim Auf- und also fest und zudrehen. Und das kann auch, dürfte auch dann nicht mehr runterrutschen können. Also quasi doppelt gemoppelt. Einmal kann es nicht mehr runtergezogen werden quasi, da der Stift ja dann im Kernstab drin ist. Da muss der Stift dann schon komplett rausgehen. Und es ist gegen Verdrehen. Dass das, wenn es fresst oder losgedreht wird, dass das sich nicht so schnell mitdrehen kann. Ich denke mal, bei der Größe des Loches dürfte das für den Kernstab eigentlich auch kein Problem sein. Dadurch, dass ich das dann mit dem Stift da drin verkleben werde, auch wieder hier mit diesem Uhu-Kleber. Ja, wie gesagt, schreibt mal drunter, was ihr denkt. Also ich denke mal, das könnte so funktionieren. Dann sehen wir uns, sobald ich die Stifte besorgt habe, und dann mal gucken, wie wir das dann weitermachen. Aber ich denke mal, das könnte so funktionieren. Wie gesagt, könnt ihr ja mal drunter schreiben, was ihr denkt. Aber ich denke mal, das müsste so funktionieren. Dann sehen wir uns beim den nächsten Videos, beziehungsweise beim nächsten hierzu. Wie gesagt, ich wollte die eigentlich hier mit rein, aber das hat sich jetzt mal wieder, das ist immer halt, wenn man Prototypen baut. Das ist ja jetzt so der erste Versuch, mal zum Gucken sowas zu bauen, aber ich denke, das funktioniert. Sieht auch relativ stabil aus. Wenn man dann halt nicht zu sehr mit rumknüppelt, denke ich mal, dass das auch gut funktioniert. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns, wenn es hiermit weitergeht. Wir sehen uns.